Das schnelle Geld machen. Jeden Tag, jede Stunde, manchmal sogar jede Minute ein neues Investment. Oder doch lieber eine Fundamentalanalyse des Unternehmens? Heute schauen wir uns einmal den Unterschied zwischen Tradern und Investoren an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Jeder kennt sie aus dem Fernsehen. Anzugträger mit teuren Uhren vor großen Bildschirmen. Immer auf der Jagd nach einem neuen Investment. Das nächste schnelle Geld. Spätestens seit Wolf of Wall Street kennt sie jeder. Daytrader. Daytrader sind Investoren, welche anhand von bestimmten Kennzahlen täglich, stündlich oder sogar minütlich Aktien oder andere Anlageklassen traden. Dabei werden verschiedenste Techniken der Chartanalyse angewandt. Vereinfacht gesagt, es wird versucht, eine Preissteigerung oder eine Preisreduktion in einem gewissen Zeitraum vorherzusagen. Dabei geht es nicht um fundamentale Kennzahlen wie ein neu entwickeltes Medikament oder ein neues Produkt, sondern Verhalten der Marktteilnehmer. Es wird häufig mit Glücksspiel verglichen, da niemand die Zukunft vorhersagen kann. So wettet ein Trader im Endeffekt auf eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, also Preissteigerung oder Preissenkung. Ein Trader macht seine Gewinne meistens über seine Trades mit kleinen Gewinnen. Investoren im Sinne dieses Vergleiches sind an anderen Kennzahlen zusätzlich zu den technischen Details interessiert. Sie verfolgen beispielsweise den Value-Ansatz oder den Growth-Ansatz. Beide werden wir in Zukunft noch genauer erklären. Hier nur kurz. Value Investing bedeutet, dass der Wert eines Unternehmens bestimmt wird und basierend darauf ein zukünftiger Preis für das Unternehmen errechnet wird. Der bekannteste Value Investor ist zum Beispiel Warren Buffett. Beim Growth-Ansatz preisen Investoren zukünftige Entwicklungen oder Produkte, die noch in Entwicklung sind, in den Preis eines Unternehmens ein. Der bekannteste Growth-Investor ist Thomas Rowe Price. Investoren halten ihre Aktien typischerweise deutlich länger als Trader. Hier spielen eher Zeiträume von Monaten oder Jahren eine Rolle. Investoren führen im Schnitt eher weniger Aktienkäufe und Verkäufe durch als Trader, fahren dabei aber auch höhere Gewinne oder Verluste als Trader ein. Der erste wichtige Punkt beim Investieren ist, niemals gierig zu werden oder sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Das gilt sowohl für das Trading als auch für das klassische Investieren. Es gibt zwei wichtige Tools, die dir dabei helfen. Das sind der Stop-Loss und das Limit. Diese beiden Tools kannst du dir wie Wächter vorstellen. Der Stop-Loss sorgt dafür, dass deine Position automatisch verkauft wird, sollte der Preis unter eine bestimmte Schwelle sinken. Kostet deine Aktie 22 € und dein Stop-Loss liegt bei 21 €, wird die Aktie also automatisch verkauft, wenn der Kurs unter 21 € liegt. Das andere Tool ist das sogenannte Limit. Damit wird deine Aktie automatisch mit Gewinn verkauft, wenn sie über eine bestimmte Schwelle steigt. Hast du dein Limit also bei 28 € gesetzt, wird diese verkauft, sobald der Preis über 28 € steigt. Sowohl Trader als auch Investoren nutzen zusätzlich unterschiedliche Tools, je nachdem, mit welcher Strategie sie arbeiten. Wenn dich die Strategien genauer interessieren, schreib uns doch einfach mal unten in die Kommentare. Wir sehen also, dass Trader im Vergleich zu klassischen Investoren innerhalb von kürzeren Zeiträumen agieren.
Trader haben im Schnitt auch ein deutlich höheres Transaktionsvolumen, also die Zahl der Aktien pro Trade oder Investment, als klassische Investoren. Wir empfehlen grundsätzlich nur erfahrenen Investoren zu Daytraden, da dies sonst eher Glücksspiel ist. Hierbei solltest du nicht nur nach technischen Vorteilen schauen, sondern das Unternehmen fundamental analysieren. Bedenke jedoch, wir können nur Tipps geben, jedoch keine Garantien und wir sind keine Anlageberater. Du möchtest uns unterstützen, damit wir dir jede Woche neue Videos zur Verfügung stellen können? Dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Bis zum nächsten Mal, euer Leben in Freiheit.